Heute kümmern wir uns um eine sehr oft gestellte Frage aus der Community. Ihr wolltet wissen, wie ich meine Lenkräder an der Wand befestigt habe. Und darum soll es jetzt gehen. Legt die Füße hoch und willkommen in meinem YouTube-Kanal. Kapitel Nummer 1. Welche Möglichkeiten habt ihr, Lenkräder an der Wand zu befestigen? Ich nutze für meine Fanatec Wheels unter anderem Wandhalterungen aus Metall, die mir 2 Leute aus der Community gespendet haben. Danke dafür, lieber Daniel und lieber Jörg. Zusätzlich habe ich auf Anfrage aus der Community eigene Ron-Reviewed Halterungen für den 3D-Drucker selbst konstruiert und ausgedruckt. Hierbei handelt es sich um Wandhalterungen, die mit dem Fanatec Quick Release Adapter kompatibel sind. Die Wandhalterungen für Thrustmaster Wheels habe ich von Thingiverse heruntergeladen und selbst ausgedruckt. Gleiches gilt für meine Wandhalterungen für das Simucube Quick Release System. Nächstes Kapitel: Welche Montageoptionen nutze ich? Bei mir sind die Aluprofile an der Wand montiert. Diese nutze ich wie ein Schienensystem, an welchem ich die Wandhalterungen frei positionieren kann. Dies hat den Vorteil, dass man die Abstände variieren kann und für hinzukommende Wheels nicht immer ein neues Loch in die Wand bohren muss. Gerade bei mehreren Wheels ist dies ein Komfortvorteil, den ich somit empfehlen kann. An dieser Stelle schnappe ich mir die GoPro, wir gehen direkt an die Wand und sehen uns meine Lösungen live im Mitschnitt an. Viel Spaß damit. Lasst uns nun live angucken, welche Wheels ich zurzeit am Start habe, wie ich die montiert habe, welche ich derzeit im Einsatz habe. Ihr wisst aus meinem Kanal, ich teste für euch alles von Einsteigerware bis zum High-End-Setup und klarerweise ist hier meine Sammlung über die Jahre angewachsen, um für euch regelmäßig am Laufenden zu bleiben. Gucken wir uns an, was derzeit bei Ron Reviewed am Start ist, wie wir das montiert haben. Beginnen wir hier an der Oberseite. Ihr seht, hier habe ich direkt an der Wand so einen Nesca Rim angebracht. Das ist ein Simucube Quick Release, der hier rückseitig angebracht wurde. Das könnt ihr hier gut erkennen. Und ich habe hierzu einfach diese 3D-Druckhalterung an die Wand geschraubt, um mit diesem Nesca Wheel hier komfortabel am Start zu sein. Daneben haben wir hier einen CSL-Hub von Fanatec, darauf ein Azelit-Design-Wheel im GT-Design, das habe ich ebenso für euch reviewed. Und hier kommt eine ganz normale Fanatec-Wandhalterung aus Vollmetall zum Einsatz. Die habe ich direkt an die Wand geschraubt, um dieses Wheel komfortabel aufstecken zu können. Ihr seht, hier muss ich den Quick Release auch gar nicht bedienen. Dies hält auch ohne dies mit sehr wenig Spiel sicher an der Wand. Für diese Wheels da oben habe ich derzeit noch keinen Platz. Das Thrustmaster, das werde ich in Kürze für euch reviewen. Hier ein Forza Motorsport Lenkerkranz ebenso mit einem eigenen Mod für eine Thrustmaster Wheelbase. Auch dazu wird es in Kürze ein Review geben. Und weiter geht es dann mit meinen Aluprofil-Schienen. Ihr seht, ich habe hier 2 Etagen. Das ist ein 40x80 Aluprofil, da hatte ich noch Reststücke von. Und die habe ich über diese Profilwinkel direkt an die Wand geschraubt. Hier einmal, zweimal, das genügt in Sachen Stabilität, um dieses Aluprofil und die Rims aufnehmen zu können. Das gleiche hier an der Unterseite. Ich kann auch dann mit den Aluprofilen hier über diese Löcher das Aluprofil entsprechend eher in diese Richtung, nach rechts oder nach links verschieben. Ganz egal, wie ich diese eben haben möchte. Für die Montage sehr einfach. Du verbohrst dies mit der Wand, richtest dieses mit der Wasserwaage geradeaus und somit hängen dann auch deine Lenkräder alle super wunderbar in einer Flucht gerade parallel zum Boden. Das sieht dann sehr sauber und aufgeräumt aus. Hier rechts beginnen wir mit dem Fanatec WRC Wheel. Alles, was hier hängt, dazu habt ihr die Reviews in meinem Kanal. Klickt auf Videos, dann könnt ihr euch durchklicken mit dem Simplified Quick Release. Das ist ein Adapter von meinem Kumpel Dani, einer aus Vollmetall. Den habe ich hier angebracht und ihr könnt gut sehen, einfach mit dieser zentralen Schraube direkt über einen Nutenstein an das Aluprofil angebracht und ihr könnt diesen dann entsprechend hin und her verschieben, ganz egal wie ihr dies möchtet. Weiter geht's mit einem Eclan GT3 von Fanatec. Hier habe ich den Quick Release etwas angezogen. Hier kommt vom Jörg ein Quick Release aus Metall zum Einsatz, ebenso mit einer zentralen Schraube. Und das Wheel sitzt passgenau, sehr stabil hier auf der Aufnahme. Machen wir weiter mit dem V2.5X von Fanatec, das ich ebenso kürzlich für euch reviewed habe. Da könnt ihr sehen, Quick Release Adapter ziehen
und die sitzt ebenso sehr passgenau auf einem Quick Release Adapter, sozusagen eine Halterung aus Vollmetall. Dann hier ein altes Clubsport Formula Carbon Lenkrad, ebenso mit dem Quick Release Adapter, hier gemoddet mit den SRM Magnetics, das hier wunderbar Platz findet. Und ihr seht, ich habe diese Wheels eher knapp aneinander gesetzt, damit ich hier 4 in einer Reihe über diese eher kurz gehaltene Schiene anbringen kann. Gehen wir eine Etage tiefer, beginnen wir ganz auf der rechten Seite. Da seht ihr gleich zu Beginn, habe ich meinen eigenen 3D-Drucker-Mod verwendet, um diesen im Langzeiteinsatz auf Stabilität zu testen. Ihr könnt da gut erkennen, das Wheel nimmt ihr ab und hier ist eben dieser 3D-Drucker-Mod angebracht. Da unten habe ich den noch etwas personifiziert mit meinem Ron Review Schriftzug. Und ihr habt hier ein sehr schweres, das ist mein schwerstes aller Wheels. Das BMW M3 GT2 von Fanatec hat 2,2 Kilogramm, um dieses Ding auch langzeittauglich zu testen. Und ihr seht, wenn ich hier mit viel Kraft an diesen Halter gehe, da knackst nichts. Der hält sehr gut in meinen Augen. Ich habe mit 100% Infill maximaler Qualität gedruckt. Und der absolute Härtetest ist dann, wenn ich hier das Wheel anstecke, stecke das Wheel an, bringe es an und mache hier diesen wirklich kräftigen Test und versuche, diesen Adapter regelrecht abzuknicken. Und ihr seht, wenn ich mit dieser Kraft von einigen Kilo hier an den Halter rangehe, auch dann hält dieser der Belastung stand. Das heißt, macht diesen Test bei Adaptern aus dem 3D-Drucker immer zuerst, bevor ihr diese montiert. Nicht, dass euch diese Dinger im Langzeiteinsatz dann brechen und das Wheel auf den Boden kracht. Hier würde ich sagen, bei diesem Adapter, wenn ihr mit so einer Kraft rangeht und diesen versucht abzubrechen und dieser hält dem Stand, dann wird dieser bei der Normalbelastung, wenn nur ein Wheel dran hängt und ihr dieses auf und ab nehmt, normalerweise über längere Zeit problemlos halten. Ohne Garantie, klarerweise. Dann geht es weiter hier mit einem Ascher Racing, auf dem ein Fanatec Lenkradaufsatz der Alcantara angebracht wurde. Ihr seht, das ist ein Simucube Quick Release System mit diesem schwalbenschwanzartigen Aufnahmesystem. Das seht ihr hier rückseitig, wie bei meinem Nesca Wheel ganz oben. Seht ihr hier, der Adapter ist sehr einfach zu drucken, ganz einfach angebracht. Und ihr könnt dieses schwalbenschwarzartige System hier einklicken, einhängen. Und wie ihr erkennen könnt, dieses rastet sehr sauber ein. Und hier habt ihr auch normalerweise keine Probleme in Sachen Stabilität. Dann geht es weiter mit dem nächsten Simucube Quick Release System. Das ist mein Cube Controls Wheel. Das GT0, ich glaube so heißt dieses Ding, habe ich ebenso vor einiger Zeit für euch reviewed. Ebenso mit dem Simucube Quick Release System, schwalbenschwanzartig hier eingehängt und absolut keine Probleme. Das wäre es jetzt mit meinen derzeit montierten Wheels. Für einige andere Dinge muss ich, wie gesagt, noch meine Aufnahmen hier irgendwo montieren, an die Wand hängen oder auf dieser Seite an meiner vertikalen Strebe, da wo hier oben die DD1 Wheelbase Platz genommen hat, anbringen. Oder ich schnappe mir auf dieser Seite, werde meine CSL DD und die Simucube SC2 Pro etwas zur Seite schieben, die Pedale eventuell runterräumen und dann hier noch eine Alustrebe einziehen, um mehr Platz dann für Thrustmaster Wheels oder andere Produkte zu haben. Ein kleiner Tipp von meiner Seite, sehr wichtig, beachtet im Speziellen, wenn ihr so wie in meinem Fall ein Motion-System am Start habt, da werdet ihr erkannt haben, ich habe hier einen Platz gelassen. Klarerweise deswegen, wenn ich mit der Motion hier die Seitwärtsneigung habe, dann benötige ich den Platz hin zur Wand. Das heißt, mein Shifter, der auf der rechten Seite angebracht ist, der muss Platz haben mit der Motion hier zur Wand hin, um nicht mit dem Lenkrad zu kollidieren. Das ist ganz wichtig, auch wenn ihr eure Wheels hier näher an den Monitor positioniert, dass wenn die Motion hier so kippt oder in diese Richtung, dass dieser Monitor dann nicht mit euren Wheels, die ihr an der Wand anbringt, kollidiert. Macht hier so einen Test vorher, bevor ihr im Rig sitzt, simuliert dies, damit ihr sicher geht, dass ihr, wenn ihr die Wheels hier montiert habt, keine Beschädigungen oder ähnliche Kollisionen produziert.
Nächstes Kapitel, was bei der Wandhalterung zu beachten ist. 3D-Drucklösungen kommen klarerweise nicht an die Festigkeit von Metalllösungen ran. Passt bei Bestellungen aus dem Netz darauf auf, dass der 3D-Druck möglichst massiv ausgeführt ist, ansonsten kann die Wandhalterung abbrechen und ein teures Wheel kracht auf den Boden. Ich drucke meine 3D-Wandhalterungen mit 100% Infill, das ist die Füllung, und habe die Materialstärken maximal ausgereizt, sodass das Wheel passgenau sitzt. Gerade bei längerer Nutzung können in 3D-Druckkonstruktionen feine Risse entstehen, die im Laufe der Zeit größer werden und irgendwann reißt dann die Aufnahme ab und dein Wheel landet auf dem Boden. Ich habe, wie gesehen, im Live-Mitschnitt mein schwerstes Wheel, das ist das BMW M3 mit gut 2,2 Kilogramm seit einigen Monaten an meiner 3D-Konstruktion hängen und der Dauertest scheint zu bestätigen, dass die Konstruktion hält. Vergesst bei Bestellungen aus dem Netz nicht, dass es sich bei vielen 3D-Drucklösungen oft um private Angebote handelt. Im Problemfall kann das unangenehm werden, wenn eben euer teures Wheel dann irgendwann mal auf dem Boden landet. Achtet also genau darauf, ob euer 3D-Druck, den ihr gekauft habt im Netz, dem Härtetest standhält. In Sachen Metallwandhalterung sollte es diesbezüglich natürlich kein Problem geben. Aber auch hier hatte ich bereits das Problem, dass die Aufnahme einen zu großen Durchmesser hatte und eines meiner Wheels nicht draufpasste bzw. sich leicht verklemmte. Wenn ihr mehrere Aufnahmen bestellt habt, dann ist mein Tipp, testet mit allen euren Wheels durch. Denn auch die Wheels selbst haben Fertigungstoleranzen. Wichtig bei den Fanatec Wheels ist die ausreichende Freistellung für die empfindlich innenliegenden Pins. Geht auf alle Fälle sicher, dass diese beim Aufstecken freigestellt sind, sonst könntet ihr das Wheel, diese Pins, beschädigen. Die einfachste und sicherste Aufnahme ist mit dem Simucube Quick Release System gegeben. Bei meinen Simucube Wheels von Cube Controls und Usher Racing werden die Daten drahtlos an die Wheelbase, an die Simucube SC2 Pro, die ich im Einsatz habe, übermittelt. Darum gibt's auch kein Kabel und natürlich keine Pins, die man eventuell beschädigen könnte. Die schwalbenschwanzartige Aufnahme ist als Wandhalterung das Gegenstück, welches die Form der Wheelbase-Aufnahme darstellt. Der 3D-Druck ist dabei sehr einfach und die flache Aufnahme erzeugt kaum Hebelkräfte. Somit ist ein Abreißen der Simucube-Aufnahme nahezu ausgeschlossen, außer es wurde extrem an Material und Infill gespart. Vor dem Ausblick nutzt bitte die Kommentarfunktion und lasst mich wissen, wie ihr eure Wheels aufbewahrt. Habt ihr andere oder ähnliche Wandkonstruktionen am Start oder nutzt ihr ein ganz anderes Aufbewahrungssystem? All dies würde mich interessieren, feuerfrei in der Kommentarfunktion. Auf alle Fälle hoffe ich euch mit diesem Review eurem Community-Wunsch weitergeholfen zu haben und nun kommen wir zum spannenden Ausblick. Weiter geht's mit einem Review zum Thrustmaster Open Wheel, das ich gerade ausführlich teste und leider bereits einige Schwachpunkte entdeckt habe, die ich euch klarerweise nicht vorenthalten werde. Mehr zu diesem Thema und anderen spannenden Reviews in den nächsten Tagen. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen und lasst einen Like, ein Abo oder eine Spende da, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße, stay tuned, euer Ron.